willkommen auf meinem Kanal. Oh, da ist mein Mann. Sag Hallo. Hi! Und ja, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Jessica, ich bin Mami von 3 wunderschönen Kindern und 2 Jungs, ein Mädchen. Die werdet ihr dann auch noch sehen in den nächsten Videos. Und ja, auf meinem Kanal findet ihr Putzmotivation, Backen, Kochen, jeweils Rezepte und ja, keine Ahnung, Ausmisten, Lifestyle, den ganzen Pipapo und was auch nicht und was auch immer. Und ja, und ich hoffe, ihr begleitet mich, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen hoch und ja, viel Spaß beim Zusehen. So, also wenn ich anfange aufzuräumen, fange ich meistens schon mit der Wäsche an. Wenn es die Zeit ist, was bei mir jedenfalls jede Woche ist, wechsle ich die Bettwäsche bzw. ziehe sie ab und werfe sie gleich in die Waschmaschine. Ich mache das so gut wie jede Woche und volle 2 Wochen lasse ich sie nie drauf, allerhöchstens 1,5. Ich weiß nicht, aber für mich muss die Wäsche immer frisch sein. Besonders Bettwäsche und natürlich die Handtücher, weil die sind ja immer ständig feucht und vom Waschen morgens, abends, vielleicht auch mal mittags. Und ja, die mache ich meistens gleich morgens rein, damit sie bis mittags fertig ist mit Waschen und Trocknen zusammen. Ja, ich benutze unseren Wäschetrockner nur wirklich im Herbst und im Winter. Aber sobald es richtig warm wird und die pure Sonne scheint, ist bei mir die Wäsche immer draußen. Erstens, es spart Strom, denn wenn man drüber nachdenkt, braucht ja der Trockner auch um die 2 Stunden, um zu trocknen. Und so hängst du die Wäsche 2 Stunden nach draußen und es kostet dich nur die Sonne und die warme Luft. Ja, die dann die Wäsche durchströmt und das finde ich einfach nur so cool. Ja, und ja, da habe ich halt die Bettwäsche abgezogen, damit die schon mal in die Waschmaschine reinkommt und trocknet. Und dann hatte ich noch vom Vortag die Wäsche auch schon gefaltet gehabt und habe sie dann dem Kleinen eingeräumt. Und die Großen, die räumen meistens ihre Wäsche selbst ein. Ich habe dann immer 3 Körbe, 2 für die Jungs, einen für uns und also ein Wäschekorb für die Jungs, die sie sich teilen, dann ein Wäschekorb für die Maus und ein Wäschekorb für mich und meinen Mann, den wir uns teilen. Und dann, ja, ich stelle die dann in ihr Zimmer rein und dann räumen die es meistens immer selber ein. Also die machen das, der Kleine natürlich nicht, der ist erst 4 und ja, dem räume ich das dann ein. Aber ansonsten die Hailey, das ist meine Tochter und der Jamie, das ist unser großer Sohn, der wird jetzt 14 und die Hailey ist 10 und der Kobe ist 4. Und ja, und die Großen, die räumen da selber ihre Wäsche ein, das können die schon ganz gut. Ja, und wie ihr seht, bin ich gleich zu uns ins Schlafzimmer und habe mit dem Bad angefangen und allgemein einfach mit dem Schlafzimmer. Bad putzen, abstauben und Staubsaugen. So, ihr Lieben, ihr hört's. Ich habe jetzt
die Waschmaschine eingeschaltet und ich habe das obere Bad geputzt von unserem Schlafzimmer im Dachgeschoss und ja, und weil ich heute nicht so viel Zeit habe, weil mein Mann Spätschicht hat, ich muss dann noch kochen, lasse ich meinen Roboter fahren, was natürlich sehr, sehr toll ist. Ich zeige es euch dann gleich und ja, die macht die Arbeit für mich, die saugt und die wischt, das ist ganz toll, wenn man mal weniger Zeit hat, plus man muss es ja auch nicht jede Woche machen, von wegen selber wischen und so, spart man sich genug Zeit und ja, ist ganz toll. Und mein Mann hat das Silikon im Bad entfernt, weil er möchte das neu machen. Das Haus hat sich abgesetzt. Das Haus ist 5 Jahre alt, aber es setzt sich halt natürlich ab. Und dadurch gab es halt Risse im Silikon. Und das hat er jetzt abgemacht. Und dann wollte er das jetzt machen. Und deshalb habe ich gleich mit dem Bad angefangen und lasse sie saugen und wischen. Ja, damit er dann ran kann, weil wenn ich das später machen würde, würde sie wahrscheinlich an das Silikon drankommen und ja, dann wäre es ruiniert. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, bis ich gleich kochen muss. Ich hoffe, ihr fühlt euch motiviert. Macht mit oder holt euch einfach einen Kaffee oder einen Tee und schaut zu. Aber ich bin da, um euch zu motivieren und das Großartige daran ist, dass ihr mich genauso motiviert. Das heißt, ich will aufstehen und ich will das machen, um einfach auch euch zu motivieren dabei. Und ja, und vielleicht habt ihr auch irgendwelche Ideen für mich, was ich anders machen könnte oder so. Dann lasst es gerade unten in den Kommentaren, das ist überhaupt kein Problem. Ich beantworte alles und ich lese alles. Und sonst, ja, fühlt euch motiviert und ja, und wenn nicht, entspannt euch, das dürft ihr auch und trinkt Kaffee, Tee, was auch immer ihr wollt. Und ja, dann machen wir mal weiter.
So, wie ihr seht, haben wir eine Kaffeemaschine, eine Teekanne, einen Wasserkocher und eine Kaminkonsole im Schlafzimmer. Ich wollte ein bisschen dieses Hotelzimmer-Flair haben. Wir lieben es, am Wochenende länger im Bett zu bleiben. Die Kinder kommen dann hoch und wir schauen uns morgens auch schon mal einen Kinderfilm an oder so, oder einen Familienfilm, und trinken dann morgens da schon einen Kaffee, und es ist einfach sehr, ja, entgegenkommend, sagen wir mal so, ne? Und die Kaminkonsole, das war so einfach auch eine Weihnachtsidee von mir. Ich wollte einfach was Gemütliches haben, wo ich dann oben noch was hinhängen kann. Wir haben dann diese Tapete gekauft. Wir haben sie statt an der Wand, wir haben sie dann hinter die Konsole praktisch draufgeklebt. Und zwar, wenn ich dann auch mal hinter der Konsole putzen muss, kann ich die einfach wegschieben und die Mauer schiebt sich mit. Ja, und ja, am Wochenende sind wir eher die Bruncher als die Frühstücker, und wir bereiten dann am Abend immer vorher alles vor für die Kinder, dass, wenn die dann morgens zu uns kommen, dass die dann auch mal schon was im Magen haben. So, und jetzt zum Gulasch. Dafür habe ich eine Packung Rindergulasch gebraucht. Natürlich dann ungefähr 2 Esslöffel Mehl, das ich dann mit dem, ja, das Fleisch darin umgerührt habe. 2 Kartoffeln, 2 Karotten, eine Knoblauchzehe, 2 Zwiebeln, eine rote Paprika, da hatte ich eine Spitzpaprika, sowie Gewürze, die da wären Pfeffer, Paprika edelsüß, Thymian und Majoran. Gemüsebrühe und Tomatenmark wurden auch verwendet und ca. 1,5 Teelöffel brauner Zucker, damit die Zwiebeln dort schön mit dem Fleisch und Gemüse karamellisiert werden, wenn die dann angeschwitzt werden in Olivenöl. Ja, ich hatte meinen Schnellkochtopf auf 45 Minuten erstmal gestellt, weil mein Mann dann auch schon essen musste. Wie gesagt, der hatte an dem Tag Spätschicht. Und ansonsten hatte ich dann wieder den Deckel zugemacht gehabt, damit sie weitere 45 Minuten dann kochen. Da war das Fleisch noch zarter, als die Kinder dann nach Hause kamen. Ja, ihr seht den schon, das ist mein Schnellkochtopf, das ist der Ninja Foodie. Nein, dieses Video ist nicht von denen gesponsert, das muss man ja dann sagen. Es ist nur etwas, was ich zu Hause habe. Und ja, ich habe den Weihnachten 2021 von meinem Mann geschenkt bekommen. Der ist super toll, ich würde den nicht mehr missen wollen. Ehrlich gesagt finde ich den noch besser als den Thermomix, aber keine Ahnung, nichts sagen. Und macht wirklich super viele Sachen. Und kostet lange nicht so viel wie der Thermomix. Aber ist nur meine Meinung. Ja, mit dem kannst du, wie gesagt, es ist ein Fast Cooker, also ein Schnellkochtopf. Es ist ein Slow Cooker, das heißt, du stellst den einfach ein, wenn du morgens auf Arbeit gehen musst und kommst mittags heim, dann ist dein Essen auch schon fertig. Du kannst ihn immer auf 4, 6, 8 Stunden stellen. Ja, also wirklich super lecker. Habt ihr das Brutzeln gehört? Ah, das ist das schönste Geräusch ever. Das läuft wieder, ne? Ja, ist okay. Ja, und dann macht ihr Gemüsebrühe rein, füllt alles auf mit Wasser, und dann macht ihr den Deckel zu. Das zeige ich euch dann gleich. Das ist der Extra-Deckel für die Schnellkoch-Variante. Ich stelle den immer auf High, dann die Minutenanzahl
stelle ich auf, hier war es jetzt 45 Minuten, aber bevor die Kinder kamen, habe ich es dann auf weitere 45 Minuten gestellt. Genau, also mit dem könnt ihr auch dünsten, kochen, Joghurt kochen, anbraten, steht alles drauf und Luftfritteuse ist das, noch ein Grill, ein Backen. Ja, und oben müsst ihr dann einfach auf Versiegeln drücken und dann ist fertig. Ja, und die Kaffeepause muss, darf und sollte auch mal sein. Hey Baby, Kaffee! So, das meint mit Zucker? Ohne Zucker. Prost! Heiß? Aber gut, aber gut. Mal ausmachen. Cheers. Cheers. So, und während das Essen gekocht hat, habe ich dann oben das Schlafzimmer fertig gemacht. Und ja, so sieht das Endprodukt aus. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt noch die restliche Wäsche zusammengelegt, die ich zuvor in die Waschmaschine und in den Trockner gelegt habe. Ja, und das ist unser Katerchen. Der ist immer da, besonders wenn ich mich auf den Boden setze. Der möchte immer schmusen und der nutzt jede Gelegenheit irgendwie, um bei einem zu sein. Ja, immer am Schmusen. Er braucht immer seine Schmuseeinheiten, besonders jetzt. Er wird im Juni 19 Jahre alt. Ja, und das ist unser Charlie. Das ist unser erstes Baby. Könnt ihr sehen, dass unser Charlie Pfötchen gibt. Er macht Männchen und er macht High Five. Das haben wir ihm als Baby schon beigebracht. Und ja, er hört nicht mehr so gut, aber ich denke, er kennt die Gestiken und daher weiß er das. Ja, und wenn wir dann fertig sind mit allem, können wir dann genauso entspannen wie Charlie gleich. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid, und wir sehen uns in meinem nächsten Video.
Tschüss und macht's gut, eure Jessica.